Hallo, hier sind wir wieder. Heute ist der 3. Januar und wir melden uns aus Metoni und stehen hier an der wundervollen Burganlage, die von den Veneziern erbaut wurde und die älteste, besterhaltenste Burganlage in ganz Griechenland ist. Und wie schön das hier ist und was wir hier genau machen und alles mehr seht ihr jetzt in unserem Video. Wir sind Martina und Bernhard. Reisen war und ist unsere große Leidenschaft. Unsere aktuelle Tour führte uns durch Afrika und Asien zurück in die Mitte Griechenlands. Kommt mit und seid dabei. Nach mehreren tollen Tagen in Kalamata direkt am Strand zieht es uns nun auf der Peloponnes weiter Richtung Südwesten zum äußeren Finger. Wir fahren ca. 70 Kilometer weiter bis in das kleine malerische Hafenstädtchen Metoni. Auf einen geteerten Parkplatz direkt am Strand finden wir mitten in Metoni einen fantastischen Übernachtungsplatz. Wir stehen hier nicht nur fußläufig zu den kleinen Tavernen von Metoni, die auch geöffnet haben, und der Burg, sondern haben direkt von unserem Wohnmobil aus einen fantastischen Blick auf das Meer und die Burg. Die riesige, gut erhaltene Burganlage von Metoni mit ihrer vorgelagenen Insel mit dem Wachturm darauf ist ein fantastischer Anblick. Wir haben eine wunderbare Nacht gemacht, da hinten auf dem Parkplatz, mit Blick auf diese wunderschöne Burg, die die besterhaltenste mittelalterliche Burganlage in ganz Griechenland ist. Wir haben gestern schon versucht, nach vorne zu laufen, sind aber nur bis zur Burgmauer gekommen. Und wenn man wirklich rauslaufen will auf diese vorgelagerte kleine Burginsel, muss man Eintritt bezahlen und oben über die Burg gehen. Und da war gestern Abend, als wir gekommen sind, geschlossen. Sie hat in der Wintersaison nur bis 15:30 Uhr offen. Deswegen gehen wir jetzt dahin. Ach Felix! Felix ist schon wieder im Wasser, weil es so warm ist. Und jetzt gehen wir hoch und gehen in die Burganlage rein und hoffen, dass wir dann bis vor auf die Landzunge laufen können. Wir gehen jetzt über diese Brücke in die Burganlage hinein und am Ende des letzten Videos bin ich da unten gestanden. Das war nämlich, als wir angekommen sind, da hatte die Burg noch zu und jetzt gehen wir rein und da freuen wir uns drauf, weil die vorgelagerte Insel kann man eben nur über diese Brücke begehen und ich glaube, dass diese Burganlage wirklich uneinnehmbar war. Die Burg wurde im 13. Jahrhundert von den Venezianern errichtet und besteht aus 3 Hauptteilen.
der Hauptburg, der Seeburg und der kleinen Burg. Die Seeburg wurde auf einer kleinen Insel vorgelagert zur Hauptburg errichtet und ist über eine kleine steinerne Brücke erreichbar. Im Laufe der Zeit hatte die Burg viele Besitzer, darunter die Venezianer, die sie erbaut haben, die Osmanen und die Griechen. Also ich sag mal, als Wächter früher war die Aussicht hier, solange keiner gekommen ist, auch nicht so schlecht. Hier den ganzen Tag zu sitzen und den Fischen da draußen im blauen Meer beim Springen zuzugucken, war mit Sicherheit bestimmt auch ein schöner Zeitvertreib. Ach, es ist so schön. Das Wasser hier ist kristallklar. Das war gestern schon, als wir im Hafen spazieren waren. Dachte ich mir schon, wow, so klar. Und hier draußen ist es so ein bisschen vorgelagert. Wir sind da jetzt über den Steg oder über die gemauerte Brücke hier raus auf dieses vorgelagerte kleine Türmchen. Und da ist das Wasser noch klarer. Im Prinzip sind wir wie in so einem Riff und ringsrum ist Felsenriff. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier im Sommer fantastisch schnorcheln kann. Wir haben gerade schon gesagt, wir müssen noch mal hierher, wenn es richtig warm ist, und mit dem Stand-Up-Paddle komplett um die Burg rum. Also das stelle ich mir irre toll vor. Und Schnorchel auf, Stand-Up-Paddle und dann kannst du hier stundenlang schnorcheln und das blaue Wasser und die Sonne genießen. Nach einer Nacht in Methoni zieht es uns weiter, da für die nächsten Tage strahlender Sonnenschein angesagt ist und wir versuchen, einen Platz direkt am Strand zu finden. Nach einer Fahrt von ca. 20 Kilometer Richtung Süden überzeugt uns dieser Platz hier und hier werden wir bei strahlendem Sonnenschein die nächsten 5 Tage stehen bleiben. Bei uns ist Snack abholen Nachmittagszeit. Wir haben einen ganzen Nachmittag hier in der Sonne auf unseren Liegenstühlen verbracht. Im windgeschützten Bereich, nachdem wir gestern von Metonia hierher gefahren sind, auf den Platz. Es waren nur 15 Kilometer. Haben wir heute hier einfach mal so ein bisschen rumgebummelt, die Sonne genossen, im windgeschützten gelegen und jetzt gibt es Aperol und ein bisschen was zu essen. Und morgen machen wir wieder einen Ausflug, fahren wir ins nächste Dorf und gucken uns da ein bisschen um. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane, and as the light startled our eyes, we let go of disguise.
sind jetzt in Koroni, nicht in Corona, nein, in Koroni. Das sind so 20 Kilometer von unserem aktuellen Stellplatz am Strand mit dem Quad über den Berg oder durchs Innere auf den nächsten Zipfel so ein bisschen von diesem Finger. Und das hat ja auch einen wunderschönen kleinen Hafen. Also wir haben auch gerade gesagt, die Dörfer hier haben so einen Charme. Und hier ist auch eine kleine Festung auf so einem kleinen Vorsprung. Da müssen wir jetzt gleich noch hinfahren. Und wir haben früher lange Zeit im Sommer immer gesegelt. Und wir haben auch gerade gesagt, wir würden hier gerne auch mal mit dem Segelboot durch die Gegend fahren, die Häfen abfahren. Das ist hier so schön ruhig, alles schön gelegen. Man hat immer so ein bisschen Landsicht, was mir sehr wichtig ist. Und man kann rausfahren, das Wasser ist klar, aber alles sehr beschaulich, kein offenes Meer. Also sehr interessant, auch für den Sommer für Segler, denke ich, oder mit dem Boot zu fahren. Wir werden jetzt irgendwo was suchen, wo wir was Leckeres trinken können und die Burg noch besichtigen und dann Koroni wieder verlassen. Wie kleine Trüffelschweinchen haben wir wieder das beste Restaurant im Hafen von Koroni gefunden. Wir haben eigentlich überhaupt keinen Hunger, weil wir schon gefrühstückt haben und es ist erst 1 Uhr, aber wir haben trotzdem was bestellt. Die Karte war unglaublich. Wir haben Oktopus bestellt und die Muscheln. Wir wollten eigentlich Austern, die hatte er nicht, aber dann hat er uns diese empfohlen und die schauen, finde ich, sehr lecker aus. Und ein Brot und ein Tzatziki dazu, Orangensaft und ein Wein. Ja, und jetzt können wir einfach so ein bisschen vor uns hin mümmeln, übers Meer gucken hier. Die Stimmung ist ganz, ganz schön, man kann draußen sitzen. Also herrlich, Koroni, richtig schön. On the floor, looking up, wanting more. This is so unreal. I must have been wrong. 'Cause your love is strong for him. Why would it not be? He's always there for you. Wir wünschen euch alle einen wunderschönen Heiligen Dreikönig-Feiertag hier aus Griechenland. Wir haben jetzt 5 Nächte wunderschön in Abgeschiedenheit an unserem Strand verbracht. Jetzt haben wir all unsere Vorräte quasi aufgebraucht und uns war jetzt auch wieder ein bisschen nach Städtleben und Hafenleben. Und deswegen sind wir heute Vormittag hierher gefahren.
und stehen jetzt hier wunderschön im Hafen. Und warum wir hierher gefahren sind, in welcher Stadt wir sind und was wir hier erleben, das werdet ihr in unserem nächsten Video sehen. Also bleibt dabei, drückt die Glocke und verpasst nichts.